Fans. Oh, da sind wir wieder mit einer Englisch natürlich, Reaktion-Video. Ne? Diejenigen, die das nicht wissen, das sind eigentlich Bilder von euch. Also von unseren Kunden und Zuschauer hier von Puckshop Show. Und ich mache eine Reaktion drauf. Ich weiß nicht, welche Bilder drin sind. Das machen die hier oben bei Marketing. Und gehen wir mal los, ne? Erste Bild bitte. Oh Jungs. Ja, und da habe ich echt ein Problem. Weil dieses Modell ist in die Niederlande nicht verkauft, glaube ich. Und ich weiß, dass es die in Motorrad gibt und in Moped, denke ich, kein Mofa. Das wäre ein bisschen blöd, ne? So eine große Moped und dann mit 25 km/h rumfahren. Ja, sehr schön. Original, auf alles sehe ich. Und mit einer Gebläsekühlung. Ich dachte, die gab es nur mit einer Fahrtwindkühlung. Aber ja, weiter kann ich wenig drüber sagen. Also, wenn da einer ist, der jetzt zuschaut, schreibt mal in die Kommentare, was es genau ist und aus welchem Baujahr zum Beispiel. Weil ich weiß es einfach nicht. Sieht aber ja, schön aus, ist ein bisschen, ja, wie sagt man das, ein bisschen groß, ne? Ein bisschen Sundab-ich. Aber naja, gut, ja, schön, original, immer gut, ne? Okay, ja, bitte das nächste Bild, vielleicht kann ich da etwas mehr drüber erzählen, ne? Was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Da kommt nix. Ja. Buch Maxi S mit Hänger. Und, Hänger sieht tiefer gelegt aus, ne? Das sieht echt schick aus, so mit das Holz und diese Kotflügel sind auch super, ne? Wo sind die denn von, ne? Räder auch ziemlich klein, aber ja, gehen wir zum Buch, ne? Ja, schöne Farbe, bronzfarbig, können wir vielleicht ein bisschen einzoomen, vielleicht ziemlich original, so im ersten Blick, original Auspuff drauf oder original Look mit Tretpedalen. Was ich nur ein bisschen fremd finde, ist, die Felgen sehen ein bisschen breit aus, ne? Ja, super, mit so einer Chromgabel, eine schnelle Zylinder, kann man sehen natürlich an die Farbe. Diese Fußrastenbügel finde ich auch immer sehr schön, Ist passend gemacht, denke ich, für eine Maxi S, want die sind normalerweise für Maxi N. Ja, Lenker ist schwarz, ja, gute Kombination, braune Sattel, ja, eigentlich ein sehr, und auch ein schönes Bild, so mit diese Fans dabei und super eigentlich und gute Kombination, klassisch natürlich mit das Holz am Hänger. Ja, da hat man sich richtig Mühe gemacht. Super Bild. Next. Ja. Oh, das ist schön. Ja, klassisch, ne? Diese Helm auch, ne? So aus den 70er so zu sehen. Oder wieder ein bisschen nachgemacht, dass es aus den 70er kommt, aber super. Babyblau. Ich habe selber eine Babyblaue gebaut. Für Jahre her habe ich auch verkauft, aber ja, mit Weißwandreifen und auch die Felgen in diese Farbe, da kann man echt nichts falsch machen. Ne? Graue Seitenverkleidung, klassisch. Ich finde es echt seriös etwas anders. Eine seriös schöne Mofa, sehr original gemacht. Da ist noch eine sehr seltene Gepäckträger vorne. Die gibt es fast nicht mehr. Vielleicht machen wir, ich habe gerade eine Adresse bekommen, die diese Gepäckträger machen. Hier in den Niederlanden, also niederländisch Produkt. Die muss ich mal anrufen und dann, ich habe noch ein Modell rumliegen. Also vielleicht kommen die wieder und da kann man so ein Körbchen drauf machen. Und ja, vielleicht geht das. Kickstartermotor, Tankgepäckträger. Ich kann nicht genau sehen, was am Tankgepäckträger ist. Ich denke, ein Kanister für Benzin. Ja, genau. Ja, super geeignet dafür. Und ja, ich finde Kickstartermotor, ja, Jungs, ich finde es echt waar ein super Mofa. Schönes Bild auch. Ja. Das ist eine Rennmaschine aus den 90er. Kenne ich sehr gut, diese Maschine, weil ich habe meine erste Rennmaschine eigentlich nachgebaut nach dieses Vorbild. Mit Kickstartmotor, das hier ist Unroll und ich kann natürlich eine kleine Geschichte erzählen. Diese Rennmaschinen waren früher, ich habe auch noch eine gelbe aus dieser Zeit. Also das war SOBW.
war eine Rennveranstaltung oder ein Verein. Da konnte man anmelden und dann konnte man früher zum Beispiel, ja, ich glaube, da waren 10 oder 11 Rennstrecken dabei. Da kann ich noch eine Sendung drüber machen, weil ich habe hier eine, da mache ich mit Bookshop Show. Also das hier ist eine Rennmaschine, hat sehr viel gewonnen, war im letzten Jahr, das war glaube ich in, ja, ich denke 94, 95, 92, ich weiß es nicht genau, der Champion. Also hatte alles gewonnen damals. Und da ist eine 50 Kubik Motor drunter. Ich denke hier mit einer Supermaxi-Zylinder, wenn ich das so sehe, die waren alle gut getuned mit maximal eine 16 mm Vergaser. Vorne sieht man eigentlich, ja, das ist eine Kreidler-Narbe. Habe ich auch in einer von meinen Rennen. Hinten eine normale Narbe so zu sehen und eine Eigenbauschwinge. Ja, finde ich echt ein super Teil. Das Schutzblech vorne zum Beispiel ist von einer 50 Kubik Rennmaschine aus den 70er. Tankverkleidung, also diese Rennverkleidung, die haben wir im Shop. Ich weiß nicht, ob die gerade noch lieferbar sind, aber haben wir. Diese Verkleidung vorne am Gabel hatte ich damals auch. Also schreibt mal in die Kommentare, ob das wieder zurückkommen muss. Also diese Formen, die sind noch da. Und vielleicht kann ich noch eine Kleinserie anfertigen. Vielleicht wäre das interessant. Super Teil. Ich kenne auch den Mann, der das gebaut hat, persönlich. Auch ein super netter Kerl und versteht sich richtig mit Tunen. Echt super geile Maschine. Boah, super. Nächste. Oh, da haben wir wieder so ein Ding mit so einem eckigen Tank. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. Ja, Viergang, Motor drunter, denke ich, wenn ich das so sehe. Mit einer... Ich habe eigentlich ganz wenig Ahnung. Das ist ein bisschen Custombau, das kann ich sehen. Andere Lenker, andere Auspuff natürlich. Rücklicht ist nicht richtig, vielleicht Sattel auch nicht. Ist das eine MZ-Modell? MZ oder so? Ich weiß nicht weiter. Ja, Schutzblech vorne sieht natürlich original aus. Und ja, ein bisschen Kaffeerennen haben die davon gemacht. Boah, da ist eine große Vergaser drauf. Ne? Ich denke, das ist, jetzt sehe ich, Ghilardoni ist drauf. Ja, eine Ghilardoni-Zylinder mit einer sehr großen PWK-Vergaser so zu sehen. Ja, schön, ich mag das gerne. Ein bisschen nackt geworden, also ohne Gepäckträger. Sieht einfach sehr gut und auch, sieht auch echt sehr schnell aus. Und Bild ist auch super natürlich so. Ne? Grüne Farbe sieht man auch nicht viel. Das ist nur das einzige Teil, was grün ist übrigens, ist der Tank. Schönes Teil, Jungs. Ich kenne es nicht genau. Schreibt das in die Kommentare. Hilf mir bitte, hilf mir. Imola. Ja, ist hier in den Niederlanden auch nicht verkauft oder nicht viel. Imola GX, ich weiß nicht wovor der G. Ich habe von diese großen Modelle habe ich nicht so viel Ahnung, weil die waren auch meist nicht hier beim Fachhändler zu finden. Schön original. Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen MB wie eine Honda MB50 aus, ne? Mit diesem Auspuff so ein bisschen dasselbe. Ja, schön, super original aus, sind hier in den Niederlanden auf jeden Fall super, mega selten. Ich glaube in Deutschland, Österreich und so weiter auch. Ja, da kann ich etwas mehr drüber erzählen. Ja, Jungs, eine Maxi N mit einer ABR kurz in schwarz. Ja, diese graue Farbe mit goldenen Felgen, da kann man nichts falsch machen. Ne? Brooksattel oder voll mit Real Metal Aufkleber sehe ich am Tank und am Seitendeckel. Da ist eine, ja, was ist da dran? Da ist so eine kleine Box dran. Ich denke, dass es da drinnen die Teile von Zündung sind. Da ist eine MVT drinnen, schöne Bügel für diese Auslass. Ja, weil das ist immer ein bisschen das Problem. Wenn man eine Maxi N hat, da passen eigentlich unsere Maxi S Auspuffen, die passen nicht, da muss man eine Strebe haben. Die haben wir im Shop, da kommen auch noch neue dazu, mit Buchschriftzug und so weiter. Und dann kann man das einfach einbauen. Ja, schnelle Zylinder, da ist eine Membranzylinder. Das sieht aus wie eine Athena AEH. 70 Kubik mit einer großen Vergaser natürlich. Das geht richtig gut. Auspuff ist eine Homewet, so zu sehen. Eine P6 natürlich, weil P8 ist nur für schräge Auslass. Ja, schön gemacht. Ich sehe hinten, das Schutzblech ist abgesägt, ein bisschen große Scheinwerfer drauf. Aber mit diesem Sattel ist das nicht echt super bequem. Also keine große Rundfahrten machen. Ne? 40 Kilometer maximal. Nee, super Teil, gute Kombination, Jungs. Noch ein Maxi. Hey, ist übrigens aufgefallen, wir haben noch keine Mofa gesehen mit einer RS-Zigarre. Ja, schön.
klassisch aber da brauche ich ein bisschen Zoom. Ja, natürlich, das erste, was man sieht, ist das Beinschild. Das ist ein super seltenes Teil. Ich habe auch nur eine an meiner Radlook Maxi N verbaut. Sieht man einfach nicht viel. Ja, ich sehe hier ein bisschen Patina, Rostlook. Ich kann auch nicht sehen, ob das lackiert ist. Und dann sehe ich ein Luftfilter und ich denke, das ist von ein altes Motorrad. Kann auch ein altes Auto sein. Das waren früher diese Luftfilter, da war ein bisschen Öl drin. Also ich denke von Motorrad, aber ich weiß es nicht genau. Muss ich mal fragen an der das besitzt. Vielleicht guckt er auch diese Sendung, vielleicht kannst du das mal in Kommentare schreiben, weil ich würde das gerne wissen. Ja, weiter. Original Zylinder, Original Vergaser so zu sehen, Original Auspuff. Da ist das ist fremd ein bisschen, weil da ist so ein Fußrastenset drauf. Der muss eigentlich nicht passend sein für eine Maxi N. Aber es ist drauf. Weiter noch Weißwandreifen natürlich, immer gut. Können wir vordere Felgen mal sehen. NSU. Aha, also eine NSU Kettenschutz. Da ist vielleicht das Filter auch von einer NSU. Vielleicht, aber ich denke, die NSU-Liebhaber, diese Puristen, wenn die das sehen an einem Pug Maxi, die werden sauer. Ne? Vordere Felgen, kann ich die mal sehen, ob die lackiert sind? Ja, die sind lackiert. Ja, Jungs. Ich finde das sehr kreativ, ich liebe das einfach. Sehr original, auch mit Fremdteilen von zum Beispiel einer NSU. Ich liebe auch NSU, ich habe hier auch 2 NSU rumstehen, 2 NSU Quickly. Super gemacht, Jungs. Das ist ein Eigenbaurahmen mit ist das eine EBR-Gabel? Oh Jungs, ja, sehr kreativ gemacht, sehr kreativ gemacht. Mit einer ZA50 Motor, 2-Gang Automatik mit wieder eine Athena AEA. Und was schön zu sehen ist, dass diese Aufnahme von Motor, ja, muss natürlich auch Eigenbau sein. Ne? Ja, schön, sieht ein bisschen wie ein Bohrtrecker aus. Gabel kenne ich nicht, Jungs. Nee, das ist keine EBR. Vielleicht ist das auch eine Kombination von Teilen. Unfassbar, wie viele Stunden hier drin gehen. Ja, ich denke, wenn man da nach einem Meeting fahrt oder eine Rennen oder so, oder wo viele Liebhaber sind, ja, dann staunen die alle, weil das ist einzigartig, ne? Super gemacht, super, echt super gemacht. Oh. Ja, eine Rennmaschine würde man sagen, ne? Maxi S natürlich, muss schön gemacht. Diese Sitz kenne ich, habe ich auch an meiner Sprintbuch, das ist von einer Kreidler van Veen. Sitz ist das. Ja, weiter diese vordere Verkleidung kenne ich nicht. Ich denke, das ist ein bisschen Eigenbau, aber sieht super aus, so eine Kugelfuhr, ne? EBR, nee, das ist keine echte Rennmaschine. Ich denke, es ist eine Rennmaschine für die Straße, weil EBR, verstehe mich nicht falsch, ist gut, ne? Aber für die Straße, für Rennen oder Schlammfahren sind die einfach zu leicht. Oder man muss diese hydraulische Version nehmen. Da hat der Stuart auch in seiner Pug Maxi. Die sind echt super. Aber diese da ist für Rennen eigentlich nichts. Ich denke also, es ist eine Renner für die Straße gebaut. Ich sehe Scheibenbremse vorne, Eigenbau auch so zu sehen, Eigenbaunaben. Hinten ist auch eine ziemlich große Scheibe drauf. Kickstarter-Motor. Oh, haben wir noch ein Bild davon. Mal schauen. Ja, da ist ich denke eine 74 Kubik Airschall drauf mit schwarz. Kopf, große Vergaser kann ich nicht genau sehen, eine Celetra-Zündung, wenn ich das so sehe. Sind da noch extra Fußrasten hinten drauf? Also doppelte Fußrasten vorne? Ja, verdammt. Also doppelte Fußrasten. Da ist eine Homeware drauf und eine unsere PSR-Schwinge hinten, diese verstärkte Version. Ja, schön gemacht. Schwarz mit Rot. Ja, da kann man echt nichts falsch machen natürlich. Ich sehe ein Stückchen von Waschmaschine zwischen Vergaser und Ansaugstutzen. Ja, super gemacht. Sattel auch super gemacht. Vielleicht, wenn der Besitzer mal in die Kommentare schreiben kann, wenn er zuschaut, kann er vielleicht erklären, wieso es 2 Sets Fußrasten drauf sind. Aber ja, super gemacht. Auch wieder viel Arbeit, Jungs. Super, super Teil. Also Jungs und Mädels, ja, es hat mir wieder Spaß gemacht. Diese React-Videos, ja, ich liebe das einfach. Also, ja, schreibt auch mal bitte in die Kommentare, ob ihr es noch super findet. Weil wir haben jetzt 4 oder 5 gemacht und ja, das muss keine Langeweile werden, ne? Natürlich. Aber ja, wenn ihr das noch immer Spaß findet, schreibt das in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail an info@pugshop.de. Dann mache ich einfach wieder weiter, weil ja, mich macht das noch immer Spaß natürlich, ne? Vergessen nicht zu abonnieren. Drücke auf den Klingel, dann bekommt man automatisch eine Notifikation, wenn eine neue Video online ist am Sonntag 7 Uhr. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.